Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im heutigen Video geht es relativ kurz um Anbauteile oder Zubehörteile, die man mit dem 3D-Drucker selber erstellen kann, um sein Simrig ein bisschen aufzurüsten. Ich habe ja vor einiger Zeit auf dieses Simrig von SimLab, das P1X, umgerüstet und wie ihr schon sehen könnt, ich habe hier schon eine kleine Modifikation vorgenommen. Bei meinem vorhergehenden Simrig, das ja von RSeed war, das RSeed RS1 Rig, war es so, dass unterhalb des Sitzes, also hier befindet sich der Sitz, hier oben, war unterhalb des Sitzes eine durchgehende Metallplatte und in dieser Metallplatte oder auf dieser Metallplatte hatte ich mein Netzteil gelagert. Da ich mein Rig ja nur manchmal benutze und immer hin und her schiebe, war das ganze Rig und alle Anbauteile damit komplett mobil. Bei meinem neuen Rig, das besteht ja lediglich aus Alu-Profilschienen und da fehlt jetzt so ein Boden und ich habe bisher das Netzteil immer hier an der Seite hingelegt, dann ist es aber teilweise runtergefallen, außerdem ist es beim Ein- und Aussteigen ein bisschen im Weg und ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier entsprechend Halter zu machen mittels 3D-Drucker. Ich zeige euch jetzt mal so einen Halter, der ist relativ simpel aufgebaut. Wir haben also hier oben ein entsprechendes Loch, wo nachher unsere M8er Schraube durchgeht, die dann hinten dran, also auf der Rückseite, wird dann innerhalb der Alu-Profilschiene eine T-Nut sitzen und dann kann ich diesen Halter mittels M8-Schraube mit meinem Profil verbinden, ungefähr so. Das Ganze habe ich jetzt hier hinten dran schon gemacht mit einer ersten Version, die aber ein bisschen fragil war. Und diese zweite Version, die werde ich jetzt nutzen, um das hier umzurüsten. Wie gesagt, der Aufbau ist ganz einfach. Mit dem Loch befestige ich den Halter. Der Halter hat hier innen drin einen Hohlraum, beziehungsweise man kann hier einen Kabelbinder durchführen und dann ist es möglich, an diesem Halter alle möglichen Anbauteile eben mittels Kabelbinder zu befestigen, so wie wir das hier im Hintergrund auch sehen. Was ich jetzt mache, ist wie gesagt den aktuellen Halter tauschen, denn der war ein bisschen, konstruktionsbedingt ist mir da ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar, wie ihr hier seht, in der neuen Version habe ich jetzt hier noch so eine Treppe, die seitlich bis circa zur Mitte des Lochs führt. Und die erste Version hatte eben diese Treppe nicht, also diesen Teil hier, den ich jetzt zeige, der war in der ersten Version nicht vorhanden. Ich zeige das gleich auch nochmal zum Vergleich. Und dann ist beim Festziehen der Schraube immer hier eine Sollbruchstelle entstanden und die Halter sind mir abgerissen. Jetzt habe ich, wie gesagt, das hier mit Material verstärkt und ich hoffe, dass es mir jetzt nicht mehr abreißt. Ich baue jetzt also das Netzteil ab, indem ich den Kabelbinder wieder löse. Das mache ich mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher. So, ich habe jetzt den Kabelbinder gelöst. Das geht eigentlich relativ einfach bei so Kabelbindern. Man sieht ja, die haben hier, ich versuche das mal scharf zu bekommen, hier innen drin haben die ja so eine Verriegelungsnase. Und auch wenn die jetzt nicht dafür ausgelegt sind, dass ihr die mehrfach verwenden könnt oder dass die eben für die Mehrfachverwendung nicht ausgelegt sind, könnt ihr dennoch mit einem kleinen, schmalen Schlitzschraubenzieher diese Nase nach außen drücken oder eben hin zum Halter und dann ist dieser Verriegelungsmechanismus gelöst und ihr könnt den Kabelbinder wiederverwenden. Hier sehen wir jetzt die erste Version meines Halters. Die hatte ich auch mit weißem Filament gedruckt, weil ich damals nichts anderes zur Verfügung hatte. Die schraube ich jetzt nochmal weg. So, jetzt drehe ich hier einmal die Schraube raus. Und hier kann man, glaube ich, auch schon ganz gut erkennen, dass auch da das Ganze schon ein bisschen angeknackst ist. Wie gesagt, ich hoffe jetzt einfach, dass dieser Fehler oder diese Sollbruchstelle verschwunden ist in der zweiten Version. Also das ist meine erste Version. Man kann jetzt hier erkennen, hier an der Seite ist es komplett offen. Hier ist also kein weiteres Material vorhanden. Und wir haben hier eine harte Kante, also zwischen Übergang, wo es etwas höher ist und eben die Aufnahme ist für den Kabelbinder und dem Teil, was wir nachher mit der M8-Schraube verbinden. Und dann sind mir die Halter beim Festziehen immer genau hier gerissen. Klassische Sollbruchstelle, habe ich beim Konstruieren nicht dran gedacht und erst beim Befestigen gemerkt. Und hier jetzt bei der neuen Version ist es so, habe ich eben an der Seite das Ganze mit Material aufgefüllt und wenn wir das jetzt vergleichen,
dann sehen wir eben, hier ist Material vorhanden. Das sollte dem Ganzen mehr Stabilität geben. Hier fehlt das und deswegen ist es hier immer abgerissen. Das ist die Theorie. Ob das jetzt in der Praxis auch so ist, muss ich mal schauen. So, ich habe jetzt meinen alten Halter hier gelöst. Der ist weg und jetzt ersetze ich das durch meinen neuen Halter. Ich drehe jetzt hier meine M8er Schraube in den Halter ein. Nur ein bisschen, dass sie hier auf der Rückseite rausschaut. Dann positioniere ich die M8er Schraube oberhalb meiner T-Nut. Drehe die hier auch ein. Drehe das Ganze ein bisschen fest. Jetzt nehme ich meinen Kabelbinder, führe den hier durch die Öffnung. Nehme ich mein Netzteil, positioniere das oben drüber. Und jetzt achte ich einfach nur darauf, dass der Ankerpunkt von meinem Kabelbinder mit der Kante bündig ist vom Netzteil. Ziehe das Ganze fest. Und schon habe ich mein Netzteil hier an meiner Alu-Profilschiene befestigt und ich kann jetzt den Sitz bzw. das gesamte Rig einfach immer hin und her schieben und das Netzteil bleibt immer an der Position, schleift nicht auf den Boden, fällt nicht runter. Genau das, was ich wollte. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Teil, was ich auch am 3D-Drucker gefertigt habe und an meinem Sim-Rig befestigen werde. Und zwar handelt es sich hier um einen Halter für einen USB-Hub. Dafür positioniere ich das Rig jetzt aber einmal um. Ich habe die Kamera jetzt umpositioniert. Wir haben jetzt hier einen Blick auf meine Wheelbase, die ist hier im Hintergrund zu erkennen. Und hier vorne, wo dieses weiße Plastikteil sich befindet, ist jetzt eine der Alu-Profilschienen, die die Wheelbase halten. Und an dieser Alu-Profilschiene habe ich eben jetzt hier eine erste Version von meinem USB-Hub-Halter befestigt. Ich bin dazu übergegangen, aktuell habe ich 3 Geräte bzw. 3 USB-Anschlüsse. Einer für die Wheelbase, einer für ein Aftermarket-Lenkrad. Das kann man auch ganz ein klein wenig im Hintergrund erkennen, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter rauszoome. Das seht ihr hier. Und dieses Aftermarket-Lenkrad ist dann eben mittels der Fanatec Wheel Hub oder eben diesem Podium Hub an meinen Clubsport Base verbunden. Über dieses Podium Hub wird der Base simuliert, dass sich hier ein Fanatec-Lenkrad befindet, was in Wirklichkeit ja nicht der Fall ist. Und dann kann ich mein Aftermarket-Lenkrad einfach mittels USB direkt an den Computer verbinden. Und der dritte Anschluss ist für die Pedale. Perspektivisch kommt auch noch ein Anschluss für einen Monitor mit dazu, für so ein kleines Onboard-Dash. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt eben auf einen USB-Hub zu setzen. Und damit das USB-Hub nicht hier irgendwo rumliegt oder eben auch am PC, sondern dass das alles immer, weil ich es ja zum Racen brauche, dass es eben hier an dem Rig mit befestigt ist, habe ich mich entschieden, hier einen Halter zu fertigen. Jetzt wie gesagt die erste Version in weiß. Der ist eben spezifisch, habe ich mir den am CAD-Programm erstellt. Ich mache jetzt mal ein Bild rein von dem Modell. Spezifisch für dieses USB-Hub hier, das ist ein 7-Port-USB-Hub. Das heißt, da habe ich also auch Luft nach oben für die Zukunft. Es hat einen Ein- und Ausschalter, den ich nicht wirklich brauche. Hier unten wichtig eine externe Stromquelle, sodass auf jeden Fall genug Spannung über diese Ports abgegeben werden kann. Ein Anschluss, der dann nachher an den PC geht. Und hier oben können eben die Verbraucher angeschlossen werden. Und das Hub führt man dann einfach hier in diesen Halter ein. Man kommt so wunderbar an den An-Ausschalter, hat hier oben eben seine Verbindungsleiste für die ganzen Peripheriegeräte. Und hier unten geht dann der Stromanschluss rein. Hier unten ist eine Öffnung und eben auch der Anschluss für das USB-Kabel an den PC. Und wie gesagt, das war die erste Version und diese erste Version werde ich jetzt tauschen gegen die Version 2. Die habe ich dann auch wieder passend zur Farbe des Rigs in schwarz gefertigt. Die zeige ich euch jetzt einmal. Die zweite Version, die ist dann mit schwarzem Filament gefertigt. Das passt sich hier ein bisschen besser in das Gesamtbild ein. Hier vorne habe ich Öffnungen, um eben an die Schrauben heranzukommen. Hier hinter sind auch nochmal 2 M8 Schrauben. Das Ganze ist dann hier innen, ich hoffe man kann das sehen,
auch versenkt. Das bedeutet, der Kopf der Schraube liegt nachher hier innen drin plan auf. Dann habe ich auf der Rückseite, kann man das jetzt erkennen, eben zwei entsprechende längliche oder rechteckige Säulen, die dann nachher direkt auf mein Aluprofil passen. Ich habe hier unten auf der Unterseite eben die Aussparung für die Anschlüsse bezüglich Strom und USB. Ja, das passt also, wenn man das Hub hier drin versenkt, hat man hier wunderbaren Zugang zu den USB-Anschlüssen. Die Löcher hier vorne, die bleiben natürlich frei, weil das einfach nur für die Montage gedacht ist. Und hier an der Seite das Loch oder diese Aussparung ist eben für den An-Aus-Knopf. Und jetzt gehe ich her, ich entferne meine alte Halterung und ersetze sie durch die neue. Das geht einfach und schnell, indem ich da die Schrauben löse. Ich nehme hier wieder ganz normal meinen Hexkopf. Drehe hier die Schrauben lose. Und dann ist der Halter auch schon weg. Wie ihr sehen könnt, das gleiche Prinzip wie immer. Ich habe hier unten meine T-Nut, die kann ich in der Höhe verstellen und das so auf die Höhe anpassen, die für mich eben ideal ist oder die ich gerne haben möchte. Und hier innen drin finden sich dann die beiden M8er Schrauben, die auf der Rückseite durchschauen und die ich dann mit den T-Nuten verbinde. Die nehme ich jetzt hier raus, greife zu meiner neuen Version, die schwarz ist, führe jetzt erstmal nur eine Schraube ein und ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Ich versuche das mal in die Kamera zu zeigen. Hier innen drin, die Schraube ist jetzt ganz flach versenkt, weil ich dort eben entsprechend auch einen Senkkopf oder beziehungsweise eine Senknut am 3D-Modell eingebaut habe, sodass es eben flach aufliegt. Jetzt drehe ich das hier ein bisschen in meine T-Nut ein. Dann nehme ich mir die zweite Schraube. Die setze ich jetzt auch an. Jetzt ist das Ganze ein bisschen runtergerutscht. Ich löse das nochmal und positioniere das ein bisschen nach oben, damit ihr das auch besser seht. Genau. So, und jetzt kann ich, dadurch, dass ich das eben mit T-Nuten befestigt habe, in der Höhe variieren auf die Höhe, die ich brauche. Kann meine Verbraucher hier oben einstecken und das Ganze ist immer sauber am Rig befestigt. Ich mache jetzt die Endmontage und dann zeige ich euch nochmal, wie es am Schluss aussieht. So sieht das Ganze jetzt fertig montiert aus. Ich habe das jetzt hier etwas weiter unten positioniert, damit, wenn ich das Rig in Richtung Tisch schiebe, hier kommt ja dann die Tischplatte, damit da nichts im Weg ist in Sachen Kabeln, damit das wunderbar unten drunter passt, beziehungsweise dass ich mit der Kante von meiner Profilschiene hier direkt an die Tischkante gehen kann. Hier habe ich jetzt oben die Möglichkeit, eben meine Verbraucher einzustecken oder eben meine Peripheriegeräte. Ich habe hier, wie gesagt, den Zugang zu meinem An-Aus-Schalter und habe dann hier auf der Unterseite meinen Anschluss, der Richtung PC geht und habe auch meine externe Stromversorgung angeschlossen. Da ist so ein extra kleines, so ein kleiner AC-Adapter dabei, um das Hub eben entsprechend mit genügend Strom zu versorgen und bin jetzt so sehr sauber unterwegs. Alles, was zu dem Rig gehört, kann direkt an das Hub angeschlossen werden und es geht nachher nur noch ein Kabel zum Computer. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen die Kabelführung oder das Verlegen der Kabel ein bisschen anders machen, damit das auch sauber aussieht. Aber an und für sich bin ich damit schon mal sehr zufrieden. So sieht das Hub aus. Ich habe jetzt die Möglichkeit, 7 Peripheriegeräte anzuschließen. Da gibt es unterschiedliche Hubs und man kann sich ja dann, je nachdem, für welches Hub man sich entscheidet, einen entsprechenden Halter erstellen und das Ganze eben so wirklich individuell an seinem Rig positionieren. Hier unten jetzt auch nochmal der Blick. Wie gesagt, der Anschlussbereich ist hier auch frei. Man kommt also wunderbar an die Anschlüsse.
um dann später das USB-Hub mit dem Computer bzw. mit der externen Stromquelle zu verbinden. Auch hier oben, wenn ihr jetzt schaut, ist das mit den Kabeln relativ sauber. Das eine Kabel hier, das kann man sich wegdenken. Das ist das, was später einfach zum Computer geht. Hier ist dann das Aftermarket-Lenkrad angeschlossen. Hier im Bereich, wo sich die Beine befinden, ist nichts im Weg. Das Kabel, was hier an der Seite vorbeigeht, das ist wirklich am äußeren Rand und stört nicht. Der Weg zu den Pedalen ist frei. Wenn wir das Ganze jetzt mal hier oben betrachten, da kommen eben dann die Kabel von der Wheelbase und von dem externen Stromadapter, gehen hier rüber. Auch hier, wenn man das jetzt anschaut, der Weg zu den Beinen oder unterhalb der Aufnahme für die Wheelbase ist frei. Hier drüben geht das dann eben entsprechend in das USB-Hub rein oder in den Halter für das USB-Hub. Ja, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Vielleicht habe ich euch jetzt ein bisschen inspiriert, auch eure eigenen Zubehörteile oder Anbauteile für euer Simrig mit 3D-Druck zu fertigen. Klar, das Ganze ist relativ zeitaufwendig, also jetzt dieser Halter zum Beispiel hat tatsächlich 6 Stunden gedauert, bis er fertig gedruckt war. Aber ihr habt eben eine individuelle Lösung für euer Rig und müsst auf nichts Gekauftes zurückgreifen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!